Leute, sie sind alle Loser. Leon Mascher, ApoRed, Dena, KS Freak, Simon Desio, Flying Uwe und so weiter und so fort. Ey, ihr mit euren Luschenkarren. Ein paar hundert PS, AMG, McLaren, BMW. Oh Mann, dass ich nicht lache. Ich mache jetzt mal eine Ansage. Mehr als 10.000 PS. Damit bin ich unterwegs. Wie, was, wo, wieso, weshalb, warum? Okay, ihr sollt nicht dumm sterben. Hier kommt die Auflösung bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, super Ledersitze, Steckdosen, Panoramafenster mit Sonnenblenden, autonomes Fahren, Tablets an jedem Platz, elektrische Türen, Zweifarblackierung, Rennrot auf Weiß, Bedienung am Platz, heißer Kaffee, warme Speisen. Ja, ich fahre Siemens Adtranz. Das sind nämlich die Hersteller meines neuen Gefährts, ein ICE 3. Wow, der fährt nämlich ab dem 10. Dezember mit 300 Kilometern pro Stunde zwischen München und Berlin in unter 4 Stunden. Ich war bei der Jungfernfahrt dabei. Hier erreichen wir gerade die Höchstgeschwindigkeit kurz vor Erfurt. Damit ist er locker schneller als das Flugzeug zwischen den beiden Großstädten mit Fahrt zum Flughafen, Sicherheitskontrolle, Boarding, dem langwierigen Einsteigen, Sicherheitseinweisungen und in München dem extra langen und teuren Weg zum Flughafen. Bei mir in Berlin steige ich direkt vor der Haustüre in U- oder S-Bahn oder in einer Regionalbahn und nach einem Umstieg dann direkt in der Münchner Innenstadt wieder aus und umgekehrt. Und das Beste, im Zug kann ich schlafen oder arbeiten oder lesen oder Filme gucken oder und verplempere nicht meine Zeit mit Checks und 1000 Wegen. Fliegen ist da echt die Seuche und wer mit der Bahncard fährt, ist mit 100% Ökostrom unterwegs, also viel umweltfreundlicher als mit dem Flugzeug. Und dabei sind die ICE 3 Züge technisch der absolute Hammer. Der ICE 3 wird nämlich nicht von Loks angetrieben, sondern die Motoren sind unter den Waggons verteilt. 4 der 8 Wagen sind angetrieben. Dadurch bildet der Zug eine feste Einheit und ist nicht wie IC-Züge, die durch eine Lok angetrieben werden, nach Belieben zusammenstellbar. Durch diesen Antrieb ergeben sich aber einige Vorteile. Der ICE 3 hat zum Beispiel eine ziemlich beeindruckende Beschleunigung. Bei der Abfahrt fühlt man sich wie in einem Auto, so flott geht es los. Der Antrieb ist mit 4 500 Kilowatt Motoren unter den angetriebenen Waggons, das sind jeweils knapp 700 PS, rund doppelt so stark motorisiert wie die Vorgänger. Damit kann der ICE 3 sogar Steigungen von 40% überwinden. Deshalb wird er auch ausschließlich zwischen Frankfurt und Köln eingesetzt, weil es auf dieser Trasse genau diese Steigung gibt. Nachteil: Die ersten ICE 3 waren ziemlich seitenwindempfindlich. Damit sie nicht aus den Gleisen gedrückt wurden, wurden die Strecken so gebaut, dass sie vor Seitenwind geschützt sind. Windmessgeräte ermitteln zusätzlich ständig die Windgeschwindigkeiten und setzen im Zweifelsfall die Maximalgeschwindigkeiten auf den Trassen nach unten. Und in den Endwagen der Züge wurden 1,5 Tonnen Zusatzgewichte eingebaut. Aber so oder so müssen ICE-Strecken ganz bestimmte Bedingungen erfüllen. Umso gerader, umso besser. Die Spitzengeschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde zwischen München und Berlin, die ist nur auf einer ziemlich geraden Strecke zu erreichen. Dementsprechend gibt es auf der Neubautrasse ohne Ende Tunnel und Brücken. 29 Talbrücken und 22 Tunnel sind es genau. Sogar der Main, also der Fluss, wurde verlegt und renaturiert. Also Tiere haben jetzt hier einen deutlich verbesserten Lebensraum. Sieht man ja ganz gut. Und das alles hat die Trasse auch extrem teuer gemacht. 10 Milliarden Euro standen am Schluss auf der Rechnung. Die Hälfte war geplant. Ich bin jedenfalls super happy und werde jetzt sicher öfter mal in München sein. Innerdeutsche Flüge gehören damit für mich der Vergangenheit an. Kleine Anmerkung noch zum Schluss. Mein Zug, in dem ich dann nicht mehr war, ist übrigens auf der Rückfahrt nach München liegen geblieben. Technische Störung. Schließlich kam er mit 2 Stunden und 10 Minuten Verspätung in München am Hauptbahnhof an um 1:25 Uhr. Hoffen wir mal, dass der planmäßige Start planmäßiger vonstatten geht. Verspätungen gibt es ja bei der Bahn leider so regelmäßig, dass man fast seine Uhr danach stellen kann. Paradox. Tja, hier auf Klicksum kümmere ich mich ja öfter um solche Verkehrsthemen. Wenn ihr kein Video dazu in Zukunft verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr auch kein Video. Hier geht es weiter mit der Verkehr der Zukunft, Vorbild China, dafür draufklicken. Extrem spannend, was da entwickelt wird. Ansonsten bis dann, bleibt dran.